Müssen wir die jetzt hier suchen? Hat das jetzt einen Grund, dass wir das jetzt herausgefunden haben oder festgestellt haben? Hier ist ja sonst eigentlich nichts, oder? Hallo? Irgendjemand da? Nö, sonst ist hier nichts. Ja, das war ja aufschlussreich, aber ziemlich wenig. Die Gebäude können wir nicht. Okay, ich verlasse mal den Ort. Vielleicht gibt es noch ein Gespräch, Eli. Nö. Dann nicht. Dann würde ich mal sagen, ich drück mal kurz die M-Taste. Schrein, Ruine, Aranachwald, Damsee, war ich da schon? Ach ja, Schrein Lefei war ja... Das war ja der Wasserschrein. Aber wo soll denn... Also ein Stück weiter. Ich würde mal sagen, wir gucken zum Falkenwindhang wieder. Zum Aranodachwald. Wir gucken mal zum Aranodachwald. Was ist eigentlich... Können wir jetzt eigentlich auch zurück zu dem Dorf? Wo wir also ganz am Anfang, wo wir hergekommen sind? Seehafen, Eingang. Eingang hier zu diesem komischen Wald. Ja, da möchte ich gerne einmal hin. Also zu diesem komischen... Also wo wir einfach wohnen. So, können wir hier wieder zurück? Arandora Wald. Da waren ja auch noch viel, was wir nicht aufmachen, beziehungsweise uns umgucken konnten. Hier ist ja noch jede Menge. Das war ja, glaube ich, alles ein bisschen... Naja, nicht hinkommenmäßig. So wieder. Gramps' domain is pretty strong. Indeed. Wir gehen jetzt einfach mal unserem Daddy Maddy besuchen. Hier, das konnten wir nämlich vorher alles nicht machen. Und jetzt könnten wir ja rein theoretisch hier ein paar neue Sachen finden, oder? So ein bisschen cooles Zeug. Ich sehe schon. Nein. Hier ist auch nichts. Okay. Wir müssen ja auch mal zurückkehren und... Ah, na toll. Natürlich, eine Schatztruhe, die verschlossen ist. Wow, was finden wir? Eine Schatztruhe, die verschlossen ist. Hauptsache, es hat sich gelohnt. Mobbing. Hey, da hinten ist... Was ist das? Was ist das? Und warum ist es hier? Ja, ich weiß, da sitzt einer. Hallo? Was? Penetrati? Okay, ich möchte nicht wissen, was die Waffe macht. Kann taumeln bei Schaden in Höhe von 40 oder weniger. Was? Okay. Ja, komm, hier, bei ihr rein. So, Penetrating muss ja bei Rose rein, der Penetrator. Aber was zur Hölle ist das hier? Finden wir noch mehr von diesen komischen Growth-Zeug? So, hier sind noch Pilze. Ja, Special Pilze. Essbare und giftige Pilze. Mushrooms! Are they safe to eat? The ones closest to you are okay, but stay away from the ones in the back. You got it. Wow. How do you know all that? It's just common knowledge. This forest, it's so rich and abundant with life. Yeah, that's the power of Gramps' blessed domain. Oh, so it's Gramps' domain that makes it feel this way? It's a sizable amount of power. Even among high-ranking Seraphim, there are very few on his level. That's Gramps for you. Anyone comes by who's up to no good, they get zapped in the butt with lightning. Pow! He can wield lightning? Yep, he lights up the sky like fireworks. I sure remember fireworks when it came to him and you. Well, figuratively. Oh, and that explains all the mushrooms. Huh? Oh, right! Where Monday's lightning strikes the ground, Tuesday's mushrooms will be found. Aha! So we have Saray to thank for this harvest. Hey! No, it wasn't like that. Vielleicht haben wir auch einfach nur alle Mushrooms gegessen und dadurch die Blitze gesehen. Ja, das ist mal eine völlig andere Sicht. Ich weiß immer noch nicht, was dieser komische Stein da hinten ist. Was ist das? Ein sehr hässliches Farnpflänzlein. So, das hier machen wir wieder kaputt. Ich habe mich nämlich hier... Ja, ich will nicht sagen, dass ich mich verlaufen habe, aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, da können wir auch noch wieder einen Stein kaputt machen. Zack. Hey.
Zack. So. Ah, es hat sich gelohnt. Wir haben hier endlich wieder roten Rosmarin. Wirklich? Nur deswegen? Wow. Naja, ja, es hat sich gelohnt, Definitiv. Blue. Ach, da ist ja wieder, wo wir rumschwertern können. Zack. Schon wieder dieser Stein. Was ist das? Mann. Ey, eine Truhe, die wir sogar öffnen können. Ich bin begeistert. Ein Beuteltrank. Können wir damit mehr tragen? Oh, hier ist wieder was. Hast du denn Interesse an gar nichts? Junge, hier, guck mal. Das gibt's ja gar nicht. Das muss dich doch interessieren. Es muss doch mal irgendwelche Erläuterungen dazu geben. Mein Freund, der Hirte. Nicht immer nur irgendwelche Büsche hier zerschneiden, sondern Erläuterungen geben. Oder Safran. Orientierung gleich 0. Hey, da eine Kiste. Und ein Käfer. Echt? Okay, prüfen wir mal den Käfer. Aranochdach Hirschkäfer. Huh? Unbelievable. What's wrong? Shh, it's nothing. Keep still. Whoa, check out that beetle! Be quiet! Don't you know what that is? What is it? An Aroundite stag beetle. Is that good? It's incredibly rare. Atlas beetles die within a year, but stag beetles can survive the winter months with a typical lifespan of 3 years. This one in particular has remarkable tolerance to cold. It can be packed in snow on all sides and still not freeze to death. Some have been known to last for over a decade. They were thought to have gone extinct 100 years ago or so. I've only heard them whispered in legend before today. Whoa, neat! The phantom beetle! Understand? So be quiet. Right. Don't want it to get away. It already did, while Deza was blabbing on and on about it. It what? Not that I can blame it. Er ist doch noch hier. Bleib mal geschmeidig, Dazzle. Mein Gott, du und deine Käfer, ey, oder sonstigen Tiere. Ist ja furchtbar. Für so einen Greenpeace-Typ wieder. Für so einen Baumknutscher. So, ich muss jetzt erstmal auf die Karte gucken, denn ich habe mich echt voll verlatscht. So, wir gehen jetzt hier, da. Okay, weiß ich Bescheid. Wie war das? Hier? 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 Nein. Warte, hier war das. Genau, da. War das hier? Ja, sieht sehr hierig aus. Warum habe ich die Kiste nicht geöffnet, wenn das hier war? Trank des Lebens. Ach ja, die kommen ja immer wieder, die Kisten. Das habe ich ja so eingestellt. Ich alter Cheater. So. Können wir Opa denn jetzt eigentlich diese Pfeife wiedergeben? Das würde mich ja auch interessieren, ne? Hier ist nichts. Hier ist ein großes, leeres Nichts. So, Elysia. Guck mal, Rose, hier wohne ich. Siehst du? Hübsch, ne? Hübsch mit den Tauben. Oder Vögeln. Das sind Tauben. Komm, das sind Tauben. Wir wissen alle, dass es Tauben waren. Da hinten sind unsere Ziegenfreunde. Und da sind noch ein paar Berge. Und wir sind jetzt gerade einen riesigen Berg hochgelaufen. Einfach mal so. Ist das da unten? Sind das da die Ruinen, wo wir ganz am Anfang waren? Und da sind wir wieder zu Hause. Endlich wieder zu Hause. Natürlich. Warum sollte er nicht hier sein? Endlich wieder zu Hause. In unseren wunderschönen Dörfeli. Gut, ich glaube, Opa wohnte da oben. Da kann ich schlafen. Da wohne ich. Was haben die Leute denn hier zu sagen? Seraph Moichmoor. Es ist völlig in Ordnung, wenn du dich entscheidest, den Rest deines Lebens als Erdbewohner zu vertreiben. Aber vergiss niemals, woher du kommst, Zurück. Nämlich aus Elysia. Ja, komme ich das wirklich? Oder habt ihr mich nur aufgenommen? Gut, wir reden nochmal schnell mit das hier. So, hey, wie geht es dir? Ich glaube, Opa ist zu Hause. Warum schaust du nicht bei ihm vorbei? Ja, habe ich gerade vor, aber irgendein Typ quatscht mich ständig von der Seite an. Gut, Aberli. Gramps! How are you? You stupid brats! Whoa, what's this all about? Don't you have something to say to me first? I don't remember raising a fool. I'm sorry for leaving without telling you. It's good to be home. Nice to meet you. My name is Rose. Well, in any case, I'm glad to see you're safe. The Lady Squire is welcome here as well.
You can tell that I'm a squire? Of course I can. Saray became the shepherd, and Mikleo is now a sublord, correct? Which would mean that the Prime Lord is the Lady of the Lake, then. It has been a long time, Sir Zenris. You don't have to say anything. History repeats itself. It makes the world go round. True, but I still want to believe in them, and believe that they can bring forth a new future. Well, I'm glad you've all found such a nice Prime Lord. Hey, by the way, did my pipe come in handy? Oh, yeah. Don't worry about the pipe, as long as it was useful to you. But I'll give it back. I don't need it anymore. Keep it for yourself. Really, I'm okay. You know, I've grown up a lot through this journey. Bratty as ever, aren't you? Please, take this with you. Thanks, Gramps. No, I should be the one thanking you. Opas Pfeife weg und ein Elixier erhalten. Sehr schön. Der hat echt süße kleine Beinchen. Wenn man das mal so sieht. Sprechen. Sieht so aus, als wärst du in der letzten Zeit, die du weg warst, ganz schön frech geworden. Ey, stimmt gar nicht. Das ist meine Pubertät, ja. So, können wir hier was essen? Über diesen Topf? Das sieht eigentlich lecker da drin aus. Gut. Ja, jetzt sind wir bei Opa angekommen, haben ihm die Pfeife wiedergebracht. Jetzt kann er endlich wieder hier einen durchziehen an seinen Lagerfeuerchen. Und haben dafür ein Elixier bekommen. Schön. Und haben erfahren, dass Laila unseren Apperli kennt. Und sie sich, glaube ich, für irgendwas entschuldigen wollte. Und das hörte sich danach an, dass wir diese Reise nicht überleben werden, ehrlich gesagt. Es hört sich danach an, dass die Shepherds immer alle sterben. Und sie wollte sich dafür entschuldigen. Why don't we take a little break here? Are you tired? No, but it's a good idea to take a solid break to rejuvenate the soul. Totes, let's do it. Sure. I did want to chat with everyone in Elysia, too. All right, we'll meet up later. Oh, mit allen quatschen? Hallo? Hast du kein WhatsApp oder sowas? Dann kannst du noch schreiben. So, wir haben hier aber auch ein paar Fragezeichen, und zwar da hinten. Warum ist da hinten ein Fragezeichen? Das werden wir gleich mal erörtern. Da werden wir gleich mal hinlaufen. Dürfen wir das jetzt, oder müssen wir uns wirklich mit den ganzen Leuten unterhalten? I wonder where Mikleo and Lila went. Bist du allein? Ja, du bist allein. Okay, wir sind alleine auf uns selbst gestellt. Wir werden sowas von sterben. Ich mag die Musik hier übrigens. Deswegen war ich gerade ein bisschen leise, weil ich finde die Musik hier schön. Aber dann musste Saray ja dazwischen quatschen und jetzt ist alles vorbei. Jetzt bin ich püppig. Hey, Mikleo. What are you doing, Mikleo? Shh. I see. Just as I thought, they... Come on. Wait. I'm so sorry. I wasn't aware of it and made the pact. No. It was of their own decision that they made the pact with you. What they make of it will be up to them. I'll support them with all I have, so that we won't repeat the same mistake. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could do for the previous shepherd. Perhaps. But sometimes I can't help but wonder. Surely I could have done more than I did back then. Everything is tied to their fate, and their fates are yet intertwined. Yes. Thanks to you, Sir Zenris. No, you and those kids forged that bond. My role in this is done. All I can do now is worry about them. There are times when things go awry, but their purity and virtue gives me hope. I want to accompany them on their journey. This time, there will be no regrets. I see.
Perhaps this is also how humans and seraphim should coexist as a whole. I'm glad I was able to talk to you. And I with you. Please, take care of them. Weren't they just talking about us? Looks like it. Why don't we ask? Mikleo, I guess we shouldn't eavesdrop on their conversation. if Gramps has something to tell us, he'll tell us straight up. Yeah, same with Lila. Naja, für Lila vielleicht nicht gerade, aber es ist wohl damals mit den, mit einem Hirte vor uns, ist da wohl scheinbar was schief gelaufen und Lila gibt sich wohl die Schuld da dran, so wie ich das verstehe. Mikleo. Was ich vorhin gesagt habe, vergiss es einfach, ja? Okay, schon vergessen? Ich weiß gerade gar nicht, was er meint. Oh. Ich finde das mit den Vögeln sieht total geil aus. Sind das überhaupt Vögel? Existieren hier Vögel? Na gut, ich denke mal, wir sollen jetzt erstmal mit allen Dorfbewohnern reden. Da ist Opperli, ich sehe ihn von hier. Ist das Opperli? Nö, ist nur ein anderer mit Krückstock. Wow, so viele Oppers hier für das Altersheim. Nee, wir reden erstmal mit den Blumenkindern hier. Das sind keine Kinder. Vielleicht ist es dich... Vielleicht sehe ich dich in einem anderen Licht, weil du nun Hirte bist. Aber ich muss sagen, du bist wirklich ganz erwachsen. Mikleo dagegen sieht aus... so ziemlich genauso wie immer. Bumm. Haha. Gedisst. Aber schön, dass du mich anbaggerst. So, Ray. Der Hirte und Mikleo der Nebenherrscher. Na sowas. Erstaunlich, wie das Ganze sich offenbar so selbstverständlich entwickelt hat. Ja, aber so ist das mit dem Leben, ne? Man kann es nie vorhersehen. Hey, da ist Edna. Schön, sie hat schon Freunde gefunden. Weil sie da so furchtbar gelangweilt steht. Und der hört irgendwie, glaube ich, einen dicken Beat. Okay, der macht das nicht gerade zum Beat, aber macht nichts. Ich glaube, ihr beide wart etwa 5 Jahre alt, als ihr zum ersten Mal in die Ruinen von Mambinogio gegangen seid. Naja, ich sage, hineingegangen, aber eigentlich hattet ihr euch verirrt und habt den Weg nach draußen nicht mehr gefunden. Wir haben einen Suchtrupp gebildet und euch gesucht. Und bevor wir wussten, wie uns geschah, hattet ihr die Ruine zu eurem Abenteuerspielplatz erkoren. Wie schnell ihr zwei doch groß geworden seid. Es treibt mir fast die Tränen in die Augen. Habt ihr all diese fantastisch klingenden Orte besucht, die im Himmelsverzeichnis beschrieben werden? Den unterschiedlichen Vivia-Aquädukten und Malen? Ach, und was ist mit der Schreinkirche von Pendrago? Hahaha, zuhören, wie ihr beiden ständig darüber schwatzt, hat wohl auf mich abgefärbt. Ja, ist doch schön, oder nicht? Und ja, wir waren an all diesen Orten. Und ich hoffe, wir werden noch vieles mehr sehen. Ne, Omi? Du findest es sicher seltsam, dass wir Seraphim alle in Häusern leben. Genau wie die Menschen. Stimmt's? Tja, zuerst wollten wir dir nur beibringen, wie Menschen zu leben. Aber dann haben wir uns irgendwie daran gewöhnt. Und dann hat es uns eigentlich recht gut gefallen. Wie leben Seraphen denn sonst, wenn sie nicht gerade in einem Menschen hausen? Die müssen doch irgendwo und Häuser, ja gut, das ist für mich ein Felsen und kein Haus, aber es passt schon. Jetzt komme ich dahinter. Ich glaube, ich verstehe allmählich, wie Zoe mit einem so reinen Herzen aufwachsen konnte. Ja, es waren die ganzen netten Leute, mit denen ich, die mir... Ach, das sieht so schön aus. Und das sind Vögel, ich sehe die Flügel flatteln. Das waren die ganzen reinen Menschen, mit denen ich hier, oder Seraphen, mit denen ich hier aufgewachsen bin. Die haben mir alles beigebracht. Ne, Rose? Dann hat sich Mikleo also deswegen Gedanken gemacht. Ja, aber es ist völlig normal, dass da unten Haare wachsen. Weißt du, warum Mikleo sich einen Stab als Waffe ausgesucht hat? Ich sag's dir, er will dafür sorgen, dass er auf jeden Fall weiterkommt als du. Also wegen der Reichweite. Weil er so klein ist. Meine Güte, das treibt einem die Tränen in die Augen, oder? Dass er einen Stab benutzt? Was sind das für zusammenhängenlose Gespräche hier? Gut, da hinten ist noch jemand. Die kenne ich gar nicht. Bist denn du?
Sieht ein bisschen aus wie Sindra, nur in grün. Denk nur daran, wie viele Stachelschweine es geben wird, wenn du jetzt nicht mehr jagen wirst, Zoe. Wenn wir nicht aufpassen, wird Elysia bald nur noch Stachelschweinwald genannt. Wir können auch selber rausgehen. Ich sehe hier außerdem keine. Aber passt schon. Quatsch mal selber. So. Klingelingeling. Hier hinten sind noch ein paar. Hallo? Endlose Katastrophen sind nicht das Einzige, womit das Unterland fertig werden muss. Anscheinend stehen sie auch noch am Rande eines Krieges. Nimm's mir nicht übel, Zoe. Aber mir scheint, als machten die Menschen mehr Ärger, als sie wert sind. Zack, erstmal eine reinsemmeln. So eine Behauptung. Sag's nicht weiter, aber Layla ist wirklich wunderschön, nicht wahr? Ja, das ist ein Traum. Baggerst du gerade hier meine Seraphin-Freundin an? Pass bloß auf, da. Ich bin größer als du. Also. Naja, gut, nicht wirklich, ich bin der Hirte. So. Wenn das Unterland erreicht, dann wird dir klar, wie rein und frei von Bosheit Elysia tatsächlich ist, oder? Aber weißt du, es gab eine Zeit, als die Bosheit sich selbst hier auszubreiten begann. Am Ende sind wir damit fertig geworden. Aber, tja, worauf ich hinaus will ist, ich hoffe, es bleibt hier so friedlich. Ja, das hoffe ich auch, weil das ist wirklich ein schöner Ort. Und es ist immer schön, hier wieder zurückzukehren. Ne, Sweetie? Ich werde mich mit Masons Tod wohl auseinandersetzen müssen, nicht wahr? Wenn ich das Ganze in mich reinfresse, verwandle ich mich womöglich noch in ein Helion. Und dir zur Last zu fallen, ist das Letzte, was ich will, Zoe. Ja, du musst drüber sprechen, Schnuggiputz. Gut, das waren alle. Ja, das sieht so aus. Ich sehe keine Punkte mehr auf der Karte. Also gehen wir mal da zu dem Ausrufungszeichen. So, Edna. Ich lasse dich hier, ne? In deinem schwarzen Kleidchen. So, hier unten sind noch ein paar. Da ist auch noch ein orangener Punkt. Achso, der orange Punkt sieht so aus. Ah, hallo Layla.